Fühlst du dich oft unsicher und von Selbstzweifeln geplagt? In diesem Video enthülle ich verborgene Geheimnisse, die dir helfen, von Selbstzweifel zur Selbstliebe zu gelangen. Also bleib dran, um überraschende Erkenntnisse und praktische Tipps zu entdecken, die dein Leben in eine völlig neue Richtung lenken werden. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und in diesem Video möchte ich mit dir über das Thema Selbstliebe sprechen. Ja? Und Selbstliebe hat sehr viel mit Selbstzweifel zu tun, denn wenn du an dir selbst zweifelst, dann kommst du nicht in die Selbstliebe und sofern du nicht in der Selbstliebe bist, wirst du ein Problem mit dir selbst, mit anderen Menschen haben. Ja? Denn deine Ausstrahlung nach außen, man könnte sagen, deine Resonanz, deine Frequenz, die du in das Universum, die du zu anderen Menschen sendest, basiert auf deinem Selbstvertrauen, auf deiner Selbstliebe, auf diesen Akt und auf diese Frequenz, die du nach außen projizierst. Und jeder Mensch spürt das, ja, dass es da mangelt zum Beispiel und dementsprechend bekommst du die Resonanz zurück. Ja. Und deswegen habe ich auch dieses Video gemacht und möchte dir einfach 7 Techniken zeigen, die dir helfen werden, ja, damit besser umzugehen. Ja. Vor allem geht es darum, dass du Selbstzweifel vielleicht hast, auch wenn du glaubst, nee, ich nicht, aber wenn du ganz genau dein Leben anschaust und betrachtest, dann sehr wohl. Ja. Auch bei mir, wo ich mir denke, so, nee, ich habe damit kein Thema, erkenne ich oft Muster durch Selbstreflexion, dass auch da, wenn ich etwas nicht richtig gemacht habe oder einen Fehler gemacht habe, plötzlich Gedanken des Selbstzweifels und so weiter kommen. Und das führt dann in einen Loop, wenn man sich da reinsteigert und dann geht die Frequenz wieder runter. Und da gibt es Abhilfe. Und dazu die erste Technik. Und zwar, die erste Technik ist die Macht des Selbstgesprächs. Was bedeutet das genau? Ja, ich habe hier was mitgeschrieben und zwar geht es darum, dass du eine Reflexion machst und zwar, wie redest du mit dir selbst? Was sagst du zu dir? Wie denkst du über dich? Was für Muster hast du, die du immer wieder in dir loopst und in welche Richtung gehen diese Muster? Ja? Im Grunde sind wir unser größter Kritiker und auch gleichzeitig unser größter Unterstützer. Ja? Und dementsprechend ist es wichtig, dass du die Art und Weise erkennst, wie du mit dir selbst sprichst. Das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf deine Selbstliebe, auf deine Selbstakzeptanz. Und deswegen empfehle ich dir, bewusster deiner Gedanken zu werden, denn das Ding ist, deine Gedanken programmieren dein Sein. Ja? Gedanken erschaffen Emotionen erschaffen Seinszustand. Und wenn deine Emotionen, wenn deine Gedanken sozusagen negativer Natur sind, selbstkritisch und dich selber immer in diese runterziehen, dann wirst du dementsprechend ein negatives Selbstbild aufbauen, diese Emotionen fühlen und diese führen schlussendlich dann zu diesem Zustand. Und deswegen ist es wichtig, dass du achtsam mit dir selbst bist, dass du negative Selbstgespräche schnell erkennst, sofort einen Haken dahinter setzt und sagst, nein, hey, ich habe ein Muster erkannt und ich möchte ein positives Selbstbild aufbauen. Und dazu empfehle ich dir, falls du das zum Beispiel noch nicht kennst, bei mir im Shop bzw. in der App kannst du es kostenlos testen, gibt es sehr viele Suggestionen und Quantensuggestionen zum Thema Selbstliebe, Selbstwert und alles, was es damit auf sich hat, die kannst du dir einfach anhören und damit dein Unterbewusstsein umprogrammieren. Wie gesagt, in der App findest du das komplett kostenlos. Ja. Also, werde achtsamer und liebevoller mit dir selbst, unterstütze deine Gedanken, lenke sie in eine bestimmte Richtung. Ja. Das zweite Geheimnis, was ich mit dir teilen möchte, ist das Thema Selbstmitgefühl. Ja. Und dieses Selbstmitgefühl haben wir oft für andere, aber für uns selbst am schlechtesten in der Regel. Ja. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Selbstmitgefühl entwickeln, ja, dass wir es gießen wie eine Gießkanne und dort regelmäßig unser Selbstmitgefühl aufbauen. Ja. Denn Selbstmitgefühl zu entwickeln
das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, wenn man das gehört hat. Ja. Denn es ist die größte Schwäche des Menschseins und eines der größten Fehler, die wir Menschen haben, weil wir kein Mitgefühl mit uns selbst haben. Ja. Und das tust du, indem du anfängst, Mitgefühl anderen zu zeigen, das heißt, das Mitgefühl für andere Menschen zu forcieren, das heißt, bewusster, wenn du mit anderen Menschen Kontakt hast, bewusster dir eine Art Filter vor die Nase zu legen und zu sagen, okay, ich achte jetzt viel mehr, wie geht es dir? Was geht in dir vor? Was passiert bei dir? Was denkst du? Was fühlst du? Und auch bewusst zu fragen, hey, wie geht es den anderen und so weiter. Ja? Und wenn du das anfängst, dann kannst du gleichzeitig, wenn jemand was sagt und du getriggert bist, dir fragen, okay, wie geht es mir jetzt dabei? Was geht bei mir vor? Was für Gedanken habe ich? Was für Emotionen habe ich? Wie fühle ich mich? Woran liegt das? Und so weiter. Also du entwickelst durch dieses nach außen bewusste Mitgefühl ein Mitgefühl nach innen. Und wenn du beide kombinierst, dann potenzierst du diesen Ping-Pong-Mitgefühl-Effekt und wirst immer stärker und stärker. Ja. Schlussendlich geht es darum, dass du dich selbst so behandelst wie einen guten alten Freund, den du wertschätzt, den du pflegst, wo du die Freundschaft pflegst, wo du dich um den kümmerst. Und das hat auch sehr, sehr viel mit dem Körper und mit dem Geist, mit der Seele zu tun. Also wie ernährst du deinen Körper? Wie viel Sport führst du deinem Körper zu? Wie viel Mitgefühl sozusagen gibst du deinem physischen Körper? Das hat auch sehr, sehr viel mit dir selbst zu tun. Ja. Die dritte Methode bzw. das dritte Geheimnis ist die Kraft der Dankbarkeit. Ja. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, und da gibt es sehr, sehr viele Studien dazu, die belegt haben wissenschaftlich, dass Menschen, die dankbarer sind, grundsätzlich Menschen sind, die glücklicher im Leben sind. Ja. Und deswegen empfehle ich dir, einfach auf Amazon oder irgendwo ein Dankbarkeitstagebuch zu kaufen und wirklich anzufangen, routiniert darin Dinge aufzuschreiben, wofür du dankbar bist, vor allem für die Kleinigkeiten. Denn so entwickelst du ein Feingefühl für kleine Dinge und Dankbarkeit für sehr, sehr kleine Sachen. Und das führt dazu, dass du in vielen kleinen Dingen dankbarer wirst und dadurch ein viel dankbarer Mensch wirst als für große Dinge im Leben. Ja. Und ich gebe dir immer den Tipp, noch zusätzlich 3 weitere Dinge hinzuzufügen, für die du noch dankbarer bist, die noch unselbstverständlicher sind, denn das führt dazu, dass du noch dankbarer wirst. Ja. So, das nächste Geheimnis ist das Selbstfürsorge-Geheimnis. Ja. Das heißt, wir denken, wir gehen mit uns selbst gut um, aber in Wirklichkeit gehen wir mit uns selbst, mit unserem Körper nicht so gut um. Und deswegen ist es wichtig, dass du Selbstfürsorge für dich integrierst. Und du fragst dich, was meinst du genau mit Selbstfürsorge? Das bedeutet, dass du deine körperlichen, deine Emotionen und deine geistigen Bedürfnisse tatsächlich erkennst und darauf achtest. Ja. Oft erkennen wir nicht, was wir gerade fühlen, weil wir haben einfach uns darauf trainiert, dass wir übergangen werden, dass wir von den Eltern, von unserem Partner dominiert werden, von was auch immer. Und dadurch lassen wir alles mit uns machen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du anfängst zu sagen, okay, was für Bedürfnis hast du wirklich und was lässt du mit dir machen, was lässt du nicht mit dir machen. Und dort auch das Thema Grenzen setzen ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Das heißt, deine körperlichen Sachen, also wie gehst du mit deinem Körper um, mit deiner Selbstfürsorge, in Bezug auf Waschen, Pflegen, verwendest du einfach eine günstige Kosmetik oder Waschpulver oder Haarshampoo und so weiter, oder achtest du auf deinen Körper und schaust mit einer App zum Beispiel, welche Produkte sind wirklich gesünder für deinen Körper, und achtest dort, dass du wirklich mehr biologische Sachen einbaust, wo keine Giftstoffe drin sind, was du deinem Körper zuführst. Ja. Ich weiß, manche denken sich jetzt, ach komm, das habe ich schon so viele Jahre verwendet und ich lebe immer noch, ja, aber das zeigt in Wirklichkeit, dass du dich damit nicht befasst, was du deinem Körper zuführst und wie wichtig dir das Thema Selbstfürsorge wirklich ist. Ja. Nur als Beispiel. Ich könnte jetzt ein eigenes Video darüber drehen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Also achte auf eine gute Selbstfürsorge-Routine, achte auf Bewegung, auf gesunde Ernährung, Entspannung und ausreichenden Schlaf. Vor allem, wann du ins Bett gehst, ist sehr, sehr wichtig für deinen Energiehaushalt, für dein Body Battery sozusagen. Und wenn du da deinen Körper ignorierst, dann wirst du einfach merken, wie dein Bewusstsein von Tag zu Tag immer schlechter wird. Und damit meine ich deine Energie. Ja.
Dann, das nächste Geheimnis ist, ähm, unterstützende Menschen in dein Leben zu integrieren. Ja. Also Menschen, die dir wirklich, die dir gut tun, weil wir haben oft zwei Arten von Menschen, mit denen wir uns umgeben. Menschen, die dich runterziehen, Menschen, die dich raufziehen. Ja. Und oft ist es so, dass irgendwo in dieser Mitte deine Menschen Kontakte sind oder auf der linken Seite. Aber die Menschen, deine Frequenz nach oben schießen, mit denen umgeben wir uns in der Regel nicht so oft. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, oder wenn, dann nehmen wir das nicht mehr bewusst wahr durch Heuristiken. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du wirklich bewusst dir gezielt Kontakte suchst, die deine Frequenz erhöhen und wirklich regelmäßig mit solchen Menschen Kontakt hast. Ja. Denn Menschen, man sagt immer so schön, zeig mir die 5 Menschen, mit denen du dich primär umgibst, dann weiß ich, wer du bist. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, wenn du 5 Menschen in deinem Leben hast, mit denen du dich konstant in Kontakt hast und diese erhöhen deine Schwingung, dann wirst du nach einer gewissen Zeit einfach deine Schwingung, deine Selbstzweifel und so weiter und deine Selbstliebe kultivieren. Ja. Also achte darauf, dass Menschen, mit denen du Kontakt hast, dass sie dich ermutigen, dass sie dich inspirieren, dass sie dich nicht runterziehen, dass es keine pessimistischen Menschen sind. Und reduziere die Zeit mit Personen, die dich herunterziehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und das nächste Geheimnis sind Quantensuggestionen. Ich habe es im Video schon erwähnt, aber ich habe es jetzt explizit nochmal als ein eigenes Geheimnis, denn es gibt tatsächlich Methoden, die gehirngerecht sind und die deine Selbstliebe und deine Selbstfürsorge und so weiter aktivieren, vor allem deine Selbstliebe aktivieren. Ja. Und das nennt sich eben Quantensuggestion. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, ich verlinke es dir unter diesem Video, wo es explizit darum geht, wie ich dir einfach zeige, wie du Selbstliebe praktizierst. Das ist eine geführte Meditation in Kombination mit einer Quantensuggestion. Eine Suggestion, die zum Beispiel sagt, so wie die Blumen von Tag zu Tag immer mehr erblühen und dir die Schönheit zeigen, so zeige ich meine Selbstliebe zu mir selbst und zu anderen nach außen von Tag zu Tag immer mehr. Also wir nutzen hier Metaphern, Fakten, die das Gehirn unausweichlich als Fakt wahrnimmt, koppeln unsere Programmierung rein und bauen das mit einer Hypnose-Suggestion auf, die sagt, und es wird von Tag zu Tag immer mehr. Und ich habe da eine Meditation gemacht, die 20 Minuten dauert, die dich dahin führt in diesen Zustand, also mit einer Trance, und dann werden über 10 verschiedene Quantensuggestionen hintereinander 3-mal wiederholt und dein Gehirn programmiert sich darauf ein und so integrierst du ein erhöhtes Selbstliebe dir gegenüber. Und das habe ich für Selbstliebe, für Selbstfürsorge, für Selbstwert und innere Führung und so weiter schon produziert, und du kannst sozusagen dann ganz einfach dann diese anhören. Einfach die App kostenlos runterladen und dann in der Kategorie Selbstprogrammierung kannst du dann dort diese finden und einfach kostenlos testen. Die werden dir auf jeden Fall helfen, deine Selbstliebe zu integrieren. Ja, ja, und zu guter Letzt waren das Geheimnisse, die dir helfen, deine Selbstzweifel und deine Selbstliebe zu integrieren, und ich bedanke mich, dass du dir Zeit und Geduld genommen hast, dir dieses Video anzusehen, und ich hoffe, dass diese Methoden, diese Techniken dir geholfen haben. Wenn ja, dann schreib mir unten in den Kommentaren rein, ob du selber Vorschläge hast, wie du selbst deine Selbstliebe integriert hast und wie du das für dich selber nutzt und förderst. Ja. Und du denkst, du kennst jemanden in deinem Leben, wo du sagst, so, der bräuchte noch mehr Selbstliebe, dann leite ihm gern dieses Video weiter, und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich im nächsten Video wieder zu sehen, wo es um ein ähnliches spannendes Thema gehen wird.